Alrighty, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part Shakes and Fidget mit mir und Basti. Und wir machen gar nicht viel. Heute ist ja Montag, Tag der News. Ich habe zwar Mittag die ganze Zeit gewartet, dass sie das, also bis 11, 12 Uhr habe ich geguckt, ob sie es vielleicht schon hochgeladen haben oder so, aber das haben sie dann erst 15 Uhr gemacht, wo ich natürlich nicht mehr zu Hause war. Aber viel Neues ist auch gar nicht gesagt worden. Wir sind hier auf Server 23 und überall gibt es ja die Post. Hier auf Deutsch wurde jetzt nur nochmal offiziell der Speed-Server angekündigt und auch nochmal das Datum, wie lange der läuft. Damit steht auf jeden Fall fest, 28.11. In Bezug auf das Video zum Black Friday, was ich vor ein paar Tagen gemacht habe, habe ich also recht. Beachtet das bitte, falls ihr es nicht gehört habt, schaut es euch einfach nochmal an. Das ist eins der letzten Videos. Und was aber neu ist, und das sollte eigentlich wohl schon angekündigt werden, ist, dass man sich schon vorträglich auf diesem Server registrieren kann. Also ihr müsst eigentlich nur in-game auf den Link hier klicken oder ihr gebt den Link oben bei euch im Browserfenster ein und man kann seinen Charakter schon erstellen und validieren. Bringt den also ganz früher war ja das Problem, dass das oftmals nicht geklappt hat zum Serverstart. Das kann man hier also auf jeden Fall umgehen und man bekommt 25 Pilze. Jetzt nicht ganz falsch lesen, also man kriegt normalerweise 10 Pilze, wenn ihr euch validiert, also wenn ihr zum Serverstart vom Speed-Server euch anmeldet und validiert, bekommt ihr 10 Pilze geschenkt. Ihr kriegt jetzt also 15 Pilze mehr, wenn ihr das im Voraus macht. In der Post wie auch im Forum steht leider nicht genau, wie viel Boni es auf dem Speed-Server gibt, aber das hat ja schon Dorsa in seinem Video vor einigen Tagen öffentlich gemacht. Also Highlights waren auf jeden Fall 4-faches XP, 6-faches Gold und man denkt oder man geht davon aus, dass die normalen Events trotzdem stattfinden werden im Laufe des Monats. Also das ist ordentlich fix und wie gesagt, ihr könnt gerne auch Free-to-Play auf diesem Server spielen, auch wenn ihr da nicht in die Top 50 kommen werdet. Aber ihr könnt trotzdem mal sehen, wie groß der Unterschied ist. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wir werden natürlich jetzt hier noch den Charakter erstellen, würde ich sagen. Und ja, ich habe schon vorher überlegt, was so sinnvoll wäre als Charakter. Natürlich werden wahrscheinlich sehr viele im Berserker spielen, weil sie da eher hochkommen. Ich denke, dass man auch Druide spielen kann, weil man immerhin ja als Geschick-Gegner auch gut durch die Dungeons kommt und vielleicht im PvP als Krieger dann Vorteil hat. Battle Mage ist natürlich immer die Frage, ne, wenn der Server nur 30 Tage geht, ob sich das lohnt und da vom Level her überhaupt, man kann vom Level her nicht aufholen, es sei denn, man spielt halt noch mehr Pay to Win und deshalb denke ich, Assassine und Dämonenjäger würde ich auch ausschließen. Assassine einfach nur, weil es halt eben dann teurer ist. Da sollte man Kundschafter spielen tatsächlich. Also ich denke mal, Kundschafter, Druide, Berserker werden so die dominierenden Klassen sein. Und ich werde einfach mal den Druiden nehmen. Ja, ganz klar, wie ich heißen werde. Im Volk können wir nochmal gucken. Eigentlich ist es wurscht. Ich bin immer Freund eigentlich davon, so wenig wie möglich ja, negative Punkte zu haben. Deshalb nehme ich entweder Mensch oder nee, ich will aber ein Elf sein. Elf sieht cool aus. So, der Server heißt auch Speed Server. Damit würde ja der alte überschrieben und dann ist das eigentlich auch schon gespeichert. Und dann ist man auch schon drauf. Man kann noch nichts sehen hier, außer den Countdown. Und okay, man kann jetzt schon Pilze kaufen. Wow. Das hätte man sich auch sparen lassen können, aber das werde ich jetzt noch validieren, ist klar. Und ja, gucken wir uns den Server einfach an. Eine große Rolle spielt man da nicht, ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Aber ja, ihr könnt ja mal raten, oder ihr könnt ja mal schreiben, was ihr vorhabt, wenn ihr da spielt. Und schauen wir mal, ob es dann am Ende im November auch dazu geführt hat, dass es geklappt hat, dass ihr eure Ziele umsetzen konntet. Ne? Das war's dann erstmal. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.